Heute zeige ich euch, wie man ein leckeres Brot backt. Das Schöne bei diesem Brot ist, dass es über Nacht gegart ist und dadurch sehr bekömmlich und sehr aromatisch ist. Und es ist super einfach zu machen. Also gehen wir es an. Wir benötigen 300 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Vollkornroggenmehl, 300 Milliliter Wasser, 1 Teelöffel Salz, 2 Gramm Trockenhefe, 10 Milliliter Sonnenblumenöl, einen guten Teelöffel Ahornsirup oder ähnliches, 20 Milliliter Apfelessig. Der Apfelessig ist deswegen wichtig, da wir hier keinen Sauerteig verwenden und wir trotzdem die Säure im Brot haben wollen. Zuerst geben wir das Wasser in die Mixschüssel und lösen die Hefe darin auf. Danach fügen wir das Mehl und die anderen Zutaten hinzu. Das Einzige, was wir erst nach ein bisschen Kneten hinzufügen, ist das Salz, damit es die Hefe nicht direkt angreift. Jetzt lassen wir das Ganze für 5 bis 10 Minuten kneten. Das Ergebnis ist ein sehr fester, recht glatter und ganz leicht klebender Teig. Also man sollte mit dem Finger nicht dran kleben bleiben, aber man sollte schon merken, dass er noch ein bisschen pappt. Den Teig decken wir jetzt zu und lassen ihn über Nacht im Kühlschrank gehen. Durch die sogenannte kalte Fermentierung entsteht nun ein super aromatischer Teig, der auch sehr bekömmlich ist. Die Nacht ist vergangen und wir können weitermachen. Als erstes heizen wir den Ofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vor. Dann streuen wir etwas Mehl auf unsere Arbeitsfläche und holen den Teig aus der Schüssel. Der sollte jetzt richtig fest sein. Vermeidet bitte jetzt den einen Fehler, dass ihr den Teig jetzt nehmt und direkt durchknetet. Stattdessen nutzen wir eine Methode, die heißt Dehnen und Falten. Vielleicht ist euch der englische Begriff dazu bekannt, Stretch and Fold. Dazu nehmen wir immer eine Ecke, ziehen ein bisschen und legen es oben drüber. Das machen wir jetzt von mehreren Seiten. Wir machen das, um dem Teig richtig viel Stärke nach oben mitzugeben. Dadurch läuft er im Ofen nicht direkt auseinander. Ab dem Punkt tue ich mir ziemlich schwer, weiteren Teig drüber zu heben. Jetzt sind wir fertig. Bevor wir den Teig jetzt umdrehen, heben wir ihn einmal hoch und entfernen das Mehl, so gut es geht. Dann drehen wir den Teig um und legen ihn auf die Naht. Jetzt schleifen wir ihn rund. Das heißt, wir gehen immer mit der Hand drunter und drehen ihn ein bisschen. Drunter, drehen. So, drehen. Dadurch, dass wir jetzt nicht so viel Mehl an der Oberfläche haben, bleibt der Teig ziemlich gut daran kleben. Das hilft uns bei dieser Arbeit. Haben wir zu viel Mehl auf der Oberfläche, wird uns der Teig einfach davonrutschen. Jetzt sind wir auch soweit. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Mehl, um den Teig ein bisschen rustikaler aussehen zu lassen. Dann schneiden wir den Teig an mehreren Stellen ein. Der Teig wird uns nämlich im Ofen aufreißen und hiermit kontrollieren wir, wo das passiert. Machen wir das nicht, kann es sein, dass wir zum Beispiel hier später einen Riss haben und dann das Brot nicht mehr ordentlich schneiden können. So, ich schneide meistens einmal außen rum, wie ihr das seht, so kleine Schnitte und dann mache ich oben noch 2 rein. Das sollte eigentlich passen. Jetzt kommen wir zum Dutch Oven. Wir benötigen einen mit Deckel und das sind auch schon alle Anforderungen. Dann nehmen wir den Teig, wenn er sich loslösen lässt, sonst müssen wir nochmal vorsichtig drehen. Und heben ihn in den Dutch Oven rein. Deckel drauf und ab in den vorgeheizten Ofen für 1 Stunde. Jetzt nehmen wir das Brot aus dem Ofen. Und da ist das Brot. Als nächstes können wir es anschneiden. Nein, noch nicht. Jetzt lassen wir das Brot erst 1 Stunde auskühlen, weil wenn wir es jetzt anschneiden, dann zerreißt es uns innen drin und wird ganz matschig. Wichtig beim Auskühlen ist auch, dass ihr das Brot aus dem Topf heraushebt und auf ein Gitter legt. Liegt das Brot weiterhin im Topf, wird es von unten weich. Jetzt ist es einigermaßen abgekühlt und wir schneiden es mal an. Wenn das keine tolle Struktur ist. Und es dampft noch, deswegen war es wahrscheinlich ein bisschen zu warm. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch euer Brot gefällt und ob ihr noch andere Zutaten hinzufügt. Zum Beispiel kann man am Ende, wenn der Teig geknetet ist, auch noch Brotgewürz hinzufügen oder man fügt geröstete Zwiebeln hinzu oder gehackte Oliven oder Chiliflocken, jedem nach seinem Geschmack eben. Und wenn euch allgemein gefällt, was ich hier mache, dann lasst mir doch ein Abo da und drückt den Daumen nach oben.
Damit unterstützt ihr mich beim Wachstum dieses Kanals. Vielen Dank.